Es ist ein brisantes Thema deswegen, weil ein Großteil der Cloud-Services, also insbesondere GAFAM, also Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, alles US-Unternehmen sind und der Datentransfer bisher immer im Wesentlichen auf Basis von Privacy Shield basiert hat. Das Schrems II-Urteil, also sprich, dass der Europäische Gerichtshof Privacy Shield für ungültig erklärt hat, das hatte drei Gründe. Zum einen, die Überwachungsmaßnahmen waren nicht auf das notwendige Maß beschränkt. Zum zweiten, die Ermächtigung zur Durchführung war nicht immer gegeben. Also insbesondere gab es nicht immer ein Gerichtsurteil von US-Behörden, sodass an der Stelle die Maßnahme gerechtfertigt war. Und das dritte, die europäischen Betroffenen, denen mangelte es an Rechtsschutz in US. Vereinfacht ausgedrückt, grundsätzlich wurde festgestellt, dass einfach das Sicherheitsniveau in Europa anders als in Amerika ist und damit Amerika nicht nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung handelt. War jetzt auch keine große Verwunderung im Markt, denn das war ja der Nachfolger von Safe Harbor, was ja schon mal eben gekippt wurde, genau aus den gleichen Gründen. Also daher war niemand im Markt wirklich überrascht. Brisanz kommt eben auch daher, dass in Schrems II zusätzlich auch definiert wurde und zweifelsfrei festgestellt wurde. Es bleibt dabei, dass die Unternehmen dafür haften, ihre Daten richtig zu verarbeiten. Die ihnen anvertrauten Daten müssen Unternehmen entsprechend mit reinbringen. Und das haben dann die EU-Datenschützer, genauso wie der deutsche Datenschutz, die Landesdatenschützer und so weiter, auch andere ausländische Datenschützer, ganz zweifelsfrei festgestellt. Es ist nicht datenschutzkonform Daten nach Amerika zu übertragen. Insbesondere trifft das natürlich auch Microsoft, aber auch andere. Das kann man im Übrigen auch bei uns auf der Webseite nachlesen, bei eperi.com/dsgvo haben wir eine ganze Liste von entsprechenden Orientierungshilfen und Informationen, die klar sagen, es ist nicht in Ordnung, personenbezogene Daten nach Amerika zu übertragen. Die Antwort ist einfach. Alle. Nein, die Entscheidung verlangt tatsächlich auch von den Datenverantwortlichen oder Datenverarbeitungsverantwortlichen das Datenschutzniveau im Land des Datenempfängers zu bewerten. Das heißt also, die einzelnen Unternehmen sind dafür verantwortlich, was machen sie denn mit ihren Daten. Jetzt sollten wir mal betrachten, welche Daten gibt es denn überhaupt, die übers Netz fließen. Das sind einmal die ganzen Daten, die man über Facebook und Amazon und so weiter vertreibt und Google und verbreitet. Auf der einen Seite, das sind die privaten Personen oder auch die Firmen, die eben entsprechend über diese Kanäle auch kommunizieren. Aber es sind natürlich auch die Webseiten, die entsprechende Daten beinhalten und vielleicht auch übertragen. Und wir haben noch etwas, was also immer wieder aus den Augen verloren wird. Das sind die ganze E-Mail-Kommunikation, die ja ein maßgeblicher Transport von Daten in das Unternehmen und aus dem Unternehmen heraus betreibt. Jetzt, was hat das jetzt? Jetzt komme ich auf ein Spezialthema. Was hat denn das Thema E-Mail da hier auch im Speziellen zu tun? Ja, ganz einfach. Sie wissen ganz einfach nicht, über welche Ströme und Kanäle denn die E-Mails da herumfließen durch die ganze Welt. Und seit Edward Snowden wissen wir, dass also ein Hauptteil des E-Mail-Stroms auch über Amerika läuft. Das heißt, dort kann man gut hineinschauen und auch da die Daten herausholen, die entsprechend mit diesem Privacy Shield Abkommen, das jetzt geplatzt ist, auch früher rechtmäßig ausgehoben werden konnte. Das kann man jetzt nicht mehr. Und da müssen jetzt die einzelnen Datenschutzbeauftragten dafür Sorge tragen, dass auch diese Daten geschützt werden und Lösungen zu installieren, die entsprechend hier das auch schützen. Naja, was das für Unternehmen in der Praxis bedeutet, ist, dass erstmal die Standardvertragsklauseln, die SCCs, entsprechend gültig bleiben. Aber, und das ist auch ganz klar geregelt, Unternehmen müssen sicherstellen, dass ein gleichwertiges Sicherheitsniveau wie in Europa herrscht. Damit habe ich genau das Problem, das vorher auch geschildert wurde. Und das geht dann auch in die Richtung, wie jetzt Microsoft und andere darstellen, als behördliches Herausgabeverlangen. Kunden werden eben nicht immer benachrichtigt, nämlich insbesondere dann, wenn Gesetze sie daran hindern. Das heißt, Kunden wissen gar nicht, wann eben ihre Daten abgegriffen werden. Die Transparency-Seite beispielsweise von Microsoft zeigt ja eben nur den Teil, den Microsoft auch zeigen darf und eben nicht den gesamten Teil und alle Informationen, die da benötigt werden. Und hier auch ganz konkret, es gibt zum einen die Thematik, es muss eine Einzelfallprüfung erfolgen. Auch das ist in Schrems II deutlich festgelegt worden. Und
es sollten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, wenn eben das Sicherheitsniveau wie in Amerika ein unterschiedliches ist. Und bei zusätzlichen Maßnahmen, da ist natürlich ganz klar das Thema technische, organisatorische Maßnahmen, die Toms gemeint. Und da denkt man dann natürlich auch sofort wieder an das Thema Verschlüsselung. Das ist eben wichtig, dass das auch richtig gemacht wird. Richtig heißt in dem Fall, es gibt einen einfachen Lehrsatz, der eben heißt, wer die Daten verschlüsselt, muss zwangsläufig auch Zugriff auf die unverschlüsselten Daten haben. Klar, weil ich kann ja nur was verschlüsseln, wenn ich vorher die unverschlüsselten Daten habe. Und unter dem Licht sind natürlich die gesamten Verschlüsselungen der Cloud-Provider, sowas wie Bring Your Own Key, Hold Your Own Key, Double Key Encryption, wie es alles heißt, nicht sinnvoll in dem Umfeld, weil ich nicht verhindern kann, dass der Cloud-Provider nicht potenziell doch auf die Daten zugreifen kann und gegebenenfalls auch zugreifen muss, um diese Daten dann herauszugeben oder natürlich auch als Einfallsvektor für entsprechende Angreifer von außen. Das heißt, wenn ich grundsätzlich den Cloud-Provider nicht vertrauen darf, dann kann ich natürlich auch seine Sicherheitsprodukte nicht wirklich guten Gewissens einsetzen, denn die sind ja nicht vertrauenswürdig. Das heißt, solche Themen wie Customer Logbox oder andere Dinge sind nicht sinnvoll. Und genauso auch dieses Thema mit Data at Rest Verschlüsselung beziehungsweise Data in Transit, also die klassische Transportverschlüsselung. Die ist in dem Fall einfach nicht ausreichend, weil dazwischen, nämlich während der Verarbeitung, die Daten im Klartext beim Cloud-Provider vorliegen. Und das ist natürlich genau der Ansatzpunkt, wo dann Angreifer beziehungsweise andere Organisationen diese Daten entsprechend abfischen können und bekommen können. Das heißt also konkret, eine korrekte Verschlüsselung, am besten Ende zu Ende, sodass der Cloud-Provider eben niemals Zugriff auf die unverschlüsselten Daten hat und die Daten im Klartext. Das ist das, was notwendig ist. Und der Kunde ist alleine dafür verantwortlich. Das heißt, er muss sich selber um den Schutz dieser Daten kümmern und seine Verantwortung am Ende des Tages dann auch wahrnehmen. Jetzt kommen wir zur Praxis. Ja, das hat natürlich Auswirkungen und so wie ich vorher schon ausgeführt habe, gibt es den internen Teil von Informationen, die, wenn man an einem Cloud-Provider angeschlossen ist, wie zum Beispiel Microsoft 365, hier entsprechend den internen Datenaustausch darstellt. Aber es gibt jetzt auch den externen Austausch zu externen Kommunikationspartnern und dieser Kanal sollte auch abgesichert werden. Also es gibt ein Yin und ein Yang in dem Fall, den internen und den externen Teil. Ich komme mal als Firma SEPMail zu dem externen Teil. Das heißt, wir etablieren entsprechend eine Lösung am Perimeter eines Unternehmens, um alle Daten, die von intern an uns übergeben werden, zum externen Versand entsprechend je nach Empfänger verschlüsselt werden, sodass also der Inhalt auf der gesamten Strecke von dieser Lösung bis zum Empfänger hin entsprechend verschlüsselt ist. Also nicht nur Transport verschlüsselt, dass die Leitung verschlüsselt ist, TLS, sondern inhaltlich verschlüsselt, sodass an keinem Punkt dieses gesamten Kanals Zugriff auf den Inhalt gegeben wird. Dafür haben wir entsprechende Techniken. Die Standardtechniken wie S-MIME, PGP sind gegeben und sind entsprechend auch verbaut. Aber wir haben auch, um den spontanen Mailverkehr auch absichern zu können, zu jemandem, der unbekannt ist, ein patentiertes Verfahren entwickelt. Das nennt sich Gina. Wir nennen das so. Hier wird entsprechend der Inhalt an jedermann spontan verschlüsselt und derjenige, der es bekommt, egal wo er sitzt, bekommt die Mail in verschlüsselter Form ausgeliefert und entsprechend kann er mit einem Passwort oder mit einem sich selbst vergebenen Passwort entsprechend das Ding auch öffnen, antworten und somit einen gesicherten Kanal aufbauen. Jetzt kommen wir zu dem anderen Teil, zu dem Yang, und da übergebe ich gerne an Elmar, der eben entsprechend hier seine Lösung für den internen Verschlüsselungsteil erörtern wird. Ja, vielen Dank. Im Innenverhältnis gibt es letztendlich zwei Dinge unter einen Hut zu bringen. Auf der einen Seite die Sicherheit, also sprich, dass der Cloud-Provider zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die unverschlüsselten Daten hat, und den Komfort, also sprich, die wichtigsten Funktionen der Cloud müssen natürlich da sein, denn darum nutzt man ja schließlich die Cloud. Das ist ja nicht nur eine simple Datenablage. Und genau das ermöglicht eben das Eperi Gateway. Zum einen, Microsoft hat zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die unverschlüsselten Daten. Sortierung, Volltextsuche, genau diese wichtigen Funktionen alle, die funktionieren weiterhin für den Benutzer. Naja, wie? Unter anderem dadurch, dass das Gateway einen Index der verschlüsselten Daten entsprechend hält.
Der Benutzer muss nicht umlernen. Web-Oberfläche funktioniert weiterhin wie gewohnt. Sie haben oben das Suchfeld, das ganz normal funktioniert, das einfach genutzt werden kann. Outlook für Windows, Outlook für Mac, all diese Dinge werden mit unterstützt. Selbst mobile Endgeräte werden entsprechend unterstützt. Und eben die Lösung funktioniert überall, egal ob Sie jetzt im Büro sind oder in der jetzigen Zeit eher dann im Homeoffice oder unterwegs, überall mit prüfbaren Standardalgorithmen, das heißt klassisch AES, RSA, all diese Dinge und eben nicht nur beschränkt auf Dateien. Das heißt, es sind eben alle kritischen Daten, die an der Stelle verschlüsselt werden. Und das sind auch die Inhalte einer E-Mail beispielsweise, Betreff der Mail und natürlich auch Anhänge. Und das mit einem speziellen Verfahren, Standardverschlüsselung, wie gesagt, aber trotzdem ein spezielles Verfahren, sodass man ohne merkbare Performance-Einschränkungen beim Benutzer entsprechend arbeiten kann. Ganz einfach, etwas tun. Kommen Sie zu Ihrem Partner, Implementierungspartner für Sicherheiten, kommen Sie zu uns, fragen Sie uns, wie wir denn dieses Thema angehen. Wir beraten Sie gerne. Bitte achten Sie darauf, verlassen Sie sich nicht auf das Gesetz, dass das Gesetz für Sie das Problem löst. Nein, das tut es nicht. Es gibt Ihnen nur den Auftrag, dass Sie auch hier entsprechend sich um dieses Thema, das wirklich wichtig ist, zu kümmern. Ich habe so den Eindruck, dass also wie bei unserem Covid-Problem, das wir jetzt in der ganzen Welt haben, dass es am Anfang war ein großes Aufschreien. Wir haben einen kompletten Lockdown gemacht. Jeder war sich bewusst, so wie damals im Mai vor 2 Jahren, als die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Angriff genommen wurde und offiziell scharf geschalten wurde, hat man eben auch hier sehr genau drauf geschaut, dass man die E-Mails und dass man hier Schutzmechanismen bei sich einbaut. Aber mit der Zeit ist das abgeflacht. Mit der Zeit hat man gesagt, na, es passiert ja nicht so viel. Haben wir auch heuer im Sommer gesehen mit dem Covid. Die Leute sind unaufmerksam geworden. Was haben wir jetzt? Die zweite Welle. Der Virus ist nicht aus der Welt und die kriminelle Energie ist bei Gott auch nicht aus der Welt. Das heißt, die Unternehmen werden permanent angegriffen und darum einfach der Aufruf, tun Sie was, schauen Sie auch auf Ihre Sicherheit, schieben Sie es nicht auf die lange Bank.